Einen wunderschönen Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. In der letzten Folge waren wir, glaube ich, da vor der Tür stehen geblieben. Hier war der Speicherstand der letzte. Deswegen sind wir hier. Nichtsdestotrotz, ich habe auch eine Sache übersehen, wie es scheint. Zumindest zum Angucken. Ob es spielrelevant ist, weiß ich nicht. Wir gucken uns den Telegraphen an. Oh, okay, es ist nicht spielrelevant. Wir gucken mal. Wir haben ja in der letzten Folge hier noch so ein, von der Versicherung, so einen Zettel bekommen. Nee, von der Versicherung. Und wir haben einen neuen Ort erhalten. Ja, genau. Und wir wollten jetzt mit den aufgeregten Passagieren, die raus mussten, quatschen. Wir haben ja außerdem erfahren, dass sie rausgeschmissen worden sind vom Zugbegleiter und der andere Ort telegrafiert hatte, aber mit Rechtschreibfehlern. Und man nicht so genau weiß, was Phase ist. Dementsprechend reden wir jetzt mit dem wütenden Gast. Lade. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Oh, der hat einen schottischen Akzent. Also, so klingt er zumindest. Kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Dann gucken wir mal. Arbeitskleidung. Billige Fahrkarte. Ist ja billig. Er ist verheiratet. Hose ist trocken. Raue Haut. Was ist denn passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Okay, der Zugbegleiter hat ihn also rausgeschmissen. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Aha, da sitzt aber noch ein Reicher daneben, vor allem der Eigentümer. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Mhm. Goodbye, sir. Das ist ja mal interessant. Den Händen und der Kleidung dieses Mannes nachzuurteilen, ist er ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck und ist alleine. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden. So, das hatten wir ja, den jugendlichen Jungen. Was immer noch? Nö. Okay. So, dann reden wir mal mit den Eigentümern. Mr. Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Shamrock. Ein Shamrock ist, ein Kleeblatt. Also in Irland ist halt der Shamrock ein Glückssymbol, ne? Flomes ist, glaube ich, der Pflaum. Glückskleeflaum, wie auch immer. So, dann schauen wir mal. Der Charakter, der gefällt mir, also rein von der Optik her. Australischer Hut, der hat auch einen sehr seltsamen Akzent. Aber ob er Australier ist, teure Kleidung, schwerer Goldring. Ja, deswegen ist der Finger auch so abgewinkelt, ne? Oh, Krokodilschuhe. Teure Schuhe, Krokodilleder. Tja, Mr. Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct?
Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Okay. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. Okay. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Okay, also es waren Investoren mit im Zug gewesen. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Hat er das überprüft? Ich glaube, die sind irgendwie, ne? Nicht koscher. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. Ah ja, I do genau. not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Ist nur am Wohl der Menschen interessiert, genau, ne? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Okay, ein Absolutely Trick, ein Trick. unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Zur Wohle der Menschheit. Genau, deswegen verklagen. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Oh mein Gott, der Typ. Der Typ. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, Oh, der, but Well, der that tut mir won't leid, do at der all. tut mir leid. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Eben, sehr seltsam. Wie können die erste Assoziation ziehen? Mal gucken. Mit allen Insassen. Alle Fahrgäste mussten den Zug verlassen, außer den chilenischen. Und hier... Das gehört dazu. Ich bin felsenfest der Meinung, nicht, dass sie rein zufällig an Bord blieben, sondern das war Absicht. Meine persönliche Meinung.
Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield hat per Telegramm von der Ankunft und Abfahrt des verschwundenen Zuges berichtet. Teil des verschwundenen Zuges ist ein Sonderwagen. Darin könnte sie etwas Wertvolles befunden haben. Keine Spuren. Okay. Dann schauen wir uns mal die Reisetasche mit an, ne? Die ist doch jetzt weggepackt worden. So. Gucken wir mal. Da ist sie. Mr. Thomas und L. Robinson. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Ach, Watson. Ach, wieder so ein tolles Schloss. Jetzt muss ich wieder gucken, wie das war. Wir drehen erstmal alle. Ach du Scheiße. Warum habe ich da zwei? Das ist doch Kacke. Na, schauen wir mal. Wir brauchen ja bloß eine Verbindung komplett herstellen. So. Also es muss so. Und dann haben wir hier den Weg. Jawohl. Geschäftsunterlagen. Ein Vertrag. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Okay, suspicious. Vertrag. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer, Emerson Electric, erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer und/oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu zahlen. Das sieht seltsam aus. Mr. Robinson is the seller. An exclusive sales contract. Genau, wir blättern mal weiter. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps an Hongkong General Electric. Ist der gleiche Yet Spruch. another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Mal wieder. Ach, wir können jetzt da blättern. Aha. Nochmal ein Yet another Exklusivvertrag. exclusive sales contract. Und diesmal an Barzazas, Chile, also die jetzt dabei sind. Mr. Robinson is the seller. Vor allem, die sind alle unterschrieben. Das heißt, der hat die Dinger schon verkauft. Guckt mal. Das ist immer die Unterschrift von dem Robinson. Mehr oder weniger, das sieht man hier. Da. Yet Exklusivvertrag. another exclusive sales contract. Madison General Electric. Mr. Robinson is the seller. Well, it is Seltsam. very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ja. Das macht ihn verdächtig. Nee. Aber der Sonderwagen. Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Naja, ich glaube, da kommt noch was dazu.
Interessant, interessant auf jeden Fall. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Oh, heute nicht viel, nicht viel. Interessant. Wollen wir ihn mal drauf ansprechen? So, komm mal her, mein Freund. Oh, hier geht immer die Framerate total in die Brüche. I will not move from here until I receive my refund. Okay. Don't touch anything, please. Gut, dann werden wir mal nach Chesterfield. Dort, wo das ominöse Telegramm aufgegeben wurde. Und das schauen wir uns mal an. Wir machen noch mal die Herleitung. Sonderwagen, Prototyp ist versichert. Genau. Ah, und da haben wir schon die andere. Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps Mr. Robinson eine hohe Geldsumme einbringen. Ja. Bin ich ziemlich sicher. Ne, okay. Und wir sind da. So, da ist die Kutsche. Ist es hier wegen den Fenstern, dass das so einbricht? Das scheint wirklich so zu sein, ne? Das ist nicht ganz ausgegoren, würde ich mal sagen. Zumal das Spiel ja schon ein paar Tage alt ist, darf man nicht vergessen. Ah, Watson. Ja, mein Fahrrad. Aber das spielt keine Rolle. So. Was haben wir hier? Da waren wir noch nicht drin, ne? So. Oh, mein Freund. Oh, der schläft. Psch. Morsecode-Alphabet. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Warum sagt das gerade Watson? A telegraph. Der pennt. Der pennt. Na los. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And Okay. that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Wir machen erstmal eine Analyse vom Schluckspecht, oder? Säufernase. Eindeutig. Der trinkt nicht nur einmal. Saubere Kleidung. Verheiratet. Flachmann. Angelschnur? Hä? Na dann erzähl mal. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Okay. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Okay. Ich erinnere mich eindeutig an den Zug. Ich glaube nicht Alkoholiker. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now.
or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Aber wenigstens ein Bild der Königin Holmes, hat da hinten. this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay. Das Telegramm. Ach, das hatten wir ja, das ist hier. Okay. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsvorsteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Und das glaube ich auch, dass das der Fall ist. Deswegen lege ich das erstmal fest. Und zwar, ich hatte ja, was in der letzten Folge, glaube ich, ja darauf hingewiesen. Ich bin der Meinung, dass das hier eine Rolle spielt. Vermutlich das auch, aber das sieht mir hier so auffällig aus, als ob hier eine Bahnlinie lang fährt, von der wir noch keine Kenntnis haben. Guck mal, was wir jetzt hier noch zusätzlich haben. Alkoholiker Bing. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Gestern war er stark betrunken. So, wir haben auch noch einen Charakterbogen. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker. Die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seiner Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Hier haben wir auch noch was. Dieser Mann ist auf jeden Fall reich und genießt einen hohen Status in der Gesellschaft. Das sieht man eindeutig an seinen teuren Kleidern und seinen goldenen Ring. Sein australischer Hut und seine Krokodillederstiefel verraten, dass er aus dem Ausland nach England gekommen ist. Höchstwahrscheinlich ist er auf einer Geschäftsreise. Höchstwahrscheinlich. Wir sollen sorgfältig jetzt den Bahnhof hier untersuchen. Das werden wir auch tun. Das mit dem Morsecode ist schon mal sehr auffällig. Angler Werbeplakat. Fishing advertisement. Nicht, dass er sogar angeln war. Unser Freund. Oh nein, steh mir nicht im Weg, Watson. This bin is full of empty bottles. Locked. There is no Okay. sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Okay. Wir haben zwar keinen Grund, aber ist in Ordnung. Okay. Wir nehmen das, was wir gut einsehen können. Okay. Halt, so. Wir fangen mal an. Ich sehe erstmal nichts. So. Jawohl. Aber wir sind gut da drin, ja? Und was wir hier drin finden werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Sofern ihr wollt, würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.